Ja, moin aus dem Wunderland. Ich bin Stefan und wie ihr vielleicht schon von Lennart gehört habt, wollen wir eine spezielle Höhle bauen, und zwar eine Lavagrotte. Hier drunter kommt nachher von Stefan noch eine Lavahöhle. Das wird auch irgendwie ein wirklich geniales Teil, das habe ich schon gesehen. Und wie diese Lavagrotte entsteht, das zeige ich euch heute. Ja, wie kommen wir überhaupt zu einer Lavagrotte? Also entstanden ist das Ganze daraus, wir wollten eigentlich einen Geysir darstellen, den es an diesen Orten wirklich zuhauf gibt. Und ja, wir haben diesen Geysir auch oben eingeplant und dann festgestellt, Mensch, wir hätten unten drunter auch noch Platz, was zu zeigen. Und ich hatte noch eine Technik über damals von Vesuv. Und zwar möchte ich kleine Glaskügelchen mit Druckluft nach oben schießen und von unten beleuchten. Und das sieht dann aus wie so ein Lavaschwall, der rauskommt. Und aus dieser Idee ist die nächste Idee entstanden, wir wollen eine Lavagrotte bauen. So, und habe ich gesagt, Mensch, ja, das ist ein geiles Projekt, da habe ich richtig Bock drauf, das möchte ich machen. Und dann saß ich da und habe Bilder gesucht im Internet, wie wir das halt so öfters machen. Und es gibt keine Bilder. Also es gibt kein Bild von einer Lavagrotte. Sicher, es gibt irgendwo Lavagrotten, nur es war noch nie jemand drin. Also habe ich mir gedacht, geil. Dann kann ich das Ding auch genauso bauen, wie ich das Ding mir vorstelle. Was Schöneres gibt es für mich eigentlich nicht, weil ich kann es wirklich meine Fantasie freien Lauf lassen und was Lustiges machen. Ja, und wie ist das Ganze entstanden? Ich habe mich an den Rechner gesetzt, habe mir erstmal ein Grundkonzept von dieser Höhle aufgezeichnet, bin dann in Blender reingegangen und habe das Ganze 3D modelliert. Dieses 3D-Modellierte, das ist jetzt wieder das Besondere an dieser Höhle, möchte ich komplett 3D drucken. Das heißt, es wird die erste Höhle, die nicht von Hand modelliert ist, sondern sie wird 3D gedruckt. Dann nehme ich euch mal mit in mein Lieblingsprogramm Blender und zeige euch, wie ich mir so eine Höhle vorstelle. Und wenn das jetzt klappt, sollte dann von unten das raussprudeln. Was jetzt hier sprudelt, sollen später kleine Glaskügelchen werden, die ich von unten mit LEDs bestrahle. Das habe ich auch schon probiert, das funktioniert auch soweit so gut. Die Kügelchen werden dann hochgeschleudert, landen auf diesen Platten. Und wie man sieht, haben diese Platten ganz viele kleine Ritzen. Und durch diese Ritzen sollen die Kugeln zurückfallen in einen Auffangbehälter und von dort wieder hochgeschleudert werden. Ja, das Besondere an dieser Höhle ist, sie ist halt wirklich komplett 3D, ich halte es einfach mal an, 3D modelliert. Das heißt, ich habe diese Höhle fertig gezeichnet. Habe auch gleich die Fensterscheiben, alles eingeplant. Also das Zeichnen hat mir persönlich richtig Spaß gemacht, weil dadurch, dass es kein reelles Vorbild gibt, konnte ich meiner Fantasie wirklich freien Lauf lassen und habe halt diese Wände so ein bisschen schnörkelig, bisschen verschmolzen, bisschen, ja, so als ob das halt mal angeschmolzen wurde, ist gemacht. Und ja, ich war selbst auch schon in dieser Höhle drinne und habe mir das mal so aus Spaßeshalber angeguckt. Ich muss sagen, ja, die Aussicht ist super, genauso kann man das machen. Ja, die Herausforderung war, diese Höhle hat ungefähr diese Abmessung. Das heißt, wenn ich so eine Höhle drucke, die kriege ich niemals auf meinen Drucker drauf. Das heißt, ich habe das Ganze hinterher noch klein geschnitten und portionsweise dann ausgedruckt. Was auch noch ein bisschen schwierig wird, wo ich noch ein paar kleine Probleme sehe, das werden die Glaskügelchen. Und zwar kommen ja hier meine Glaskügelchen raus und in der Simulation fallen sie durch diese Lavaplatten, das sind alles geschnittene Acrylplatten mit Löchern, nach unten durch. Und dann sollen sie sich hier unten drinnen sammeln und werden dann, das Teil fehlt jetzt hiervon, wieder nach oben geschleudert. Diese Kügelchen sind so klein, das heißt, ich muss das Ganze wirklich dicht gestalten, dass sie nicht irgendwo eine Lücke finden und nach draußen wandern. Aber ansonsten sollte das eigentlich funktionieren. Hier gleiten sie natürlich schön. Es kann allerdings sein, dass sich im Laufe der Zeit hier Häufchen bilden. Das muss ich halt einfach beobachten. Weg vom digitalen Modellbau hin zum reellen Modellbau. Das heißt, ich habe jetzt hier endlich ein Teil, was ich in den Händen halten kann. Und jeder, der selber so einen 3D-Drucker hat, weiß, wie schön es ist, wenn man das, was man sich vorgestellt hat, das erste Mal in den Händen hält, anfassen kann, begutachten kann und vielleicht sogar noch zufrieden ist. Das hier ist jetzt sozusagen ein Muster von der Wand, wie ich es mir vorstelle. Hier sieht man so ein bisschen, ich habe von hinten Leuchtdioden drin. Die sollen später noch dimmend angesteuert werden, sie sollen flackern, wabern, aber es geht jetzt momentan erstmal nur um die Technik, wie das Ganze zu realisieren ist. Das heißt, ich habe hier das Ganze schwarz lackiert, habe es dann übergraniert und habe dann die Zwischenräume wieder freigekratzt, dass das Licht so ein leicht bisschen durchwabert. Ich kann noch mal ein bisschen mit der Spannung machen. Das heißt, es soll später einfach rumwabern und so ein bisschen ja, die Hitze im Gestein zeigen. Und dann kommt der Trick an der ganzen Sache. Ich gehe mit so einem kleinen Draht bei und kratze mir die Zwischenräume wieder frei. So, das heißt, ich kann hier einfach jetzt frei kratzen und damit bestimmen, wo dann später das Licht rausgucken soll. Ähnlich wie ich das mit den Wänden gemacht habe, werde ich das auch mit den Platten des Lavasees machen. Das heißt, ich habe hier mal so eine Platte vorbereitet. Das ist einfach ein Stückchen Acryl. Es ist ausgeschnitten. Von hinten ist eine Leuchtdiode raufgeklebt.
Und ich muss das Ganze mal anschließen, dass man dann auch sieht, was ich meine. So stelle ich mir das vor. Das heißt, ich werde die Seiten ein bisschen freischaben und obendrauf kommt dann auch wieder so ein Kratzmuster rein, dass es aussieht, als ob das halt wirklich so glühende, halbfeste Platten sind, die auf einer Lavasuppe rumschwimmen. Kommen wir mal aus meiner Muster- und Versuchsabteilung zur richtigen Höhle. Die habe ich drüben schon mal so weit aufgebaut, beziehungsweise die Teile davon. Aber ich zeige euch das einfach mal. Kommen wir zur Höhle. Das hier ist der Bauraum, in dem ich mich austoben darf. Und da rein kommen folgende Teile. Fangen wir an. Das hier, wie man so schon erkennen kann, ist der Lavasee. Ist natürlich noch nicht lackiert, aber was man schon sehen kann, es sind Unmengen kleiner Leuchtdioden dran, die später auch alle einzeln angesteuert werden und flimmern sollen. Aus diesen 3 Löchern hier gucken später die Düsen raus. Die Düsen, das ist diese Konstruktion hier. Hier kommen später Schläuche dran. Durch die Schläuche wird mit Druckluft Luft durchgepustet und diese ganzen Dinger sitzen später in einem Gefäß drinne, wo diese kleinen Glaskügelchen drinne sind. Das ist so, ja, Strahlgut zum Sandstrahlen eigentlich, aber die brechen super das Licht und haben die perfekten Eigenschaften für meinen Lavastrahl. Damit mein Lavasprudeln auch richtig zur Geltung kommt, müssen die Kugeln von unten beleuchtet werden. Das heißt, dafür habe ich hier so eine kleinen Aufsätze, die werden später hier drauf gemacht und es wird hier zwischendurch geschossen und es wird von allen Seiten wunderbar ausgeleuchtet. Kommen wir zum schönsten Teil der Höhle. Sie ist jetzt schon mal schwarz vorlackiert. Es fehlen jetzt noch die ganzen Feinheiten, das ganze Granierte fehlt noch, es ist noch nichts freigeklatzt und am schlimmsten ist, es fehlen noch Unmengen von Leuchtdioden. Die sind schon soweit vorbereitet, aber die müssen jetzt alle noch eingeklebt werden, die Kabel müssen verlegt werden und dann kann ich beigehen, das Freikratzen zu machen. Aber das wird noch eine ganze Weile dauern, bis das soweit ist. Also ich weiß auch nicht, aber je länger ich mir das Ding angucke, umso geiler finde ich das Ding. Ich freue mich dermaßen darauf, wenn das Ding fertig ist, vor allen Dingen gerade mit der Beleuchtung. Ja, und auf diese wunderschöne Höhle kommt nur noch jetzt diese Decke drauf und dann ist sie eigentlich fast fertig. Nein, also es muss eine ganze Menge noch gemacht werden. Man sieht noch so Nähte und es muss hier noch geschliffen werden. Aber im Prinzip sind alle Teile fertig und ich kann das Ganze schon mal zusammen machen und gucken, wird es überhaupt so werden, wie ich es mir vorgestellt habe. So kann ich später als Gast reingucken, aber ich gucke natürlich nicht einfach in so ein Loch rein, sondern das Besondere ist, ich habe hier einen Rahmen gemacht, der quasi später so an der Anlagenkante sitzt, wo man als Besucher das Ding tatsächlich auch mal anfassen kann. Weil ich finde, diese Struktur, die sieht so mystisch, komisch aus, dass ich das Bedürfnis habe, wie fühlt sich das Ding an? Und deswegen habe ich mir gedacht, ich führe die Höhle ein bisschen mit nach draußen, dass man als Gast was hat, was man auch mal anpacken kann. Jetzt muss der ganze Kram nur noch in meinen Bauraum reinpassen. Das passt auch rein. Fehlt nur noch der Rahmen hier vor. Aber da fehlt auch noch was anderes. Da fehlt noch ein Loch. Ich würde sagen, ein Fall für Superschuh, weil der kann mit seiner Fräse passgenau mir einen schönen Ausschnitt machen, so dass auch noch eine Scheibe reinpasst. So, der liebe Stefan hat mir seine Kiste vorbeigebracht. Wie man super erkennen kann, sind jetzt hier mittlerweile 23.000 Striche drauf. Denn er möchte ganz gerne hier einen Ausschnitt haben, wo später eine Scheibe reinkommt. Und gleichzeitig soll es aber auch eine Luke werden. Eigentlich relativ easy. Mittlerweile gibt es coole Maschinen wie die Handkreissäge schon mit Akku. Das macht mein Leben ein bisschen einfacher und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Die ersten 4 Schnitte liegen hinter uns. Wenn ich von der Seite rauf gucke, habe ich so gesehen schon überall durchgesägt. Dadurch, dass mein Sägeblatt natürlich rund ist, bin ich hier hinten noch nicht durch. Das hole ich dann gleich mit der Stichsäge raus. Bevor ich das aber anfange, schneide ich jetzt aber meine Klappe raus, die ich mir angezeigt habe mit den roten Stiften. Dann würde ich mir jetzt schon die Glasscheibe rausholen oder zumindest das Feld dafür, hätte ich eventuell gleich Probleme, dass ich die Schiene nicht ordentlich auflegen kann. Also man muss immer aufpassen, dass man nicht den zweiten Schritt schon vom ersten Schritt macht. Deswegen holen wir jetzt die Klappe mehr oder weniger raus. Und später ist es so, dass ich dieselbe Platte wieder nutzen kann. Das Schöne ist, das Sägeblatt, was wir auf der Maschine haben, ist relativ dünn. So habe ich gleichzeitig einen 3 mm Schlitz. Dann kommt hier noch Scharniere ran, damit Stefan später, wenn er mal für Reparaturarbeiten oder ein Mechaniker das aufklappen kann, dass das quasi nach vorne kommt.
glaube, der meiste Dreck kommt eigentlich von Stefan hier drin. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein Loch. Jetzt kann man sich das alles schon mal ein bisschen besser vorstellen. Meine Gruppenarbeiten sind durch. Ich habe jetzt noch viele Kleinarbeiten, aber Stefan hat sein Loch bekommen. Er kann reingucken und ja, damit ist der grobe Part schon mal durch. Also diese Lavagrotte ist ein bisschen aufwendiger geworden, als ich mir das anfangs gedacht habe, allein durch die langen Druckzeiten, das ganze Beleuchten, aber es hat sich zu einem wirklichen Lieblingsprojekt von mir entwickelt. Also das ist ein Projekt, wo ich wirklich gespannt drauf bin, das Ding fertig zu sehen, und eigentlich kann ich es kaum erwarten und möchte ununterbrochen dran weiterarbeiten, aber naja gut, das wird noch ein bisschen brauchen, aber wenn es mal fertig ist, freue ich mich richtig drauf. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr meint, dass eine Lavahöhle wirklich so aussehen könnte oder ob da die Fantasie doch ein bisschen zu sehr mit mir durchgegangen ist. Ich hoffe, sie gefällt euch und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.